Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Habt ihr vielleicht Lust, heute mit mir Brot zu backen? Denn ich möchte türkisches Weißbrot backen. Somun ekmek. Weil das habe ich sehr, sehr oft mit meiner Freundin in der Türkei, in Istanbul gebacken. Und da haben wir immer gleich mehrere Brote gebacken. Die haben wir dann eingefroren und haben sie dann immer rausgeholt, wenn wir sie gebraucht haben. Und so hatten wir jeden Tag also richtig schönes, frisches, knuspriges Weißbrot, innen schön fluffig. Und das haben wir nur noch mal kurz aufgebacken oder eben auch nur aufgetaut. Und das schmeckt so, so lecker, ja. Und dieses türkische Weißbrot, das gehört eigentlich, ja, zu einem türkischen Essen dazu. Also das steht immer dabei. Wir haben es zum Frühstück gegessen, wir haben es zum Mittagessen gehabt und wir haben es auch zum Abendessen gehabt. Und ja, Somun, das heißt ganz einfach Laib, und Ekmek ist das Brot. Also wir backen heute 2 Laibe Brot, türkisches Weißbrot. Und wenn ihr Lust habt, ja, dann kommt mit mir in die Küche und schaut mir einfach zu. Bis gleich. Die Hefe löse ich in lauwarmem Wasser auf, gebe noch einen Teelöffel Zucker dazu und stelle sie dann beiseite. Jetzt wiege ich das Mehl ab und gebe dann das aufgelöste Hefewasser dazu und vermische das alles, dass es so ja eine geschmeidige Masse gibt, und decke dann die Schüssel ab und lasse sie für 30 Minuten stehen. Für den zweiten Vorteig wiege ich in einer zweiten Schüssel das Mehl ab, gebe Wasser dazu, lauwarmes Wasser, gebe 12 Gramm Salz dazu und vermische auch alles erst ein bisschen mit dem Spatel, und dann verknete ich alles zu einem glatten Teig, decke es wieder mit Klarsichtfolie ab und lasse auch diesen Teig dann ja für circa 15 Minuten gehen. Ich mag das Kneten ja. Also es erinnert mich immer wieder, ich sag's auch immer wieder, es erinnert mich früher an diese Knetmasse. Und ja, es macht einfach Spaß. Ja, und wenn der Teig dann ja schön elastisch geworden ist, dann forme ich so eine Kugel, muss ja nicht perfekt sein, leg den Teig wieder in die Schüssel zurück, decke auch diese Schüssel wieder mit Klarsichtfolie ab und lasse auch diesen Vorteig für ungefähr 15 Minuten gehen. Jetzt gebe ich beide Vorteige in die Schüssel meiner Küchenmaschine und lasse alles auf mittlerer Stufe so lange zu einem elastischen Teig kneten, bis der Teig sich vom Schüsselrand löst. Ja, das dauert je nachdem, es kann 6 bis 10 Minuten dauern. So, es ist soweit. Der Teig ist wunderbar elastisch geworden und hat sich wie gewünscht vom Schüsselrand gelöst. Also der Teig hat wirklich die richtige Konsistenz. Anschließend wird dann auch diese Schüssel wieder mit Klarsichtfolie abgedeckt und
der Teig muss wieder gehen, und zwar für 1 Stunde. In dieser Zeit heize ich den Backofen vor, und zwar auf 220 Grad bei Ober- und Unterhitze. Ja, und jetzt bemehle ich mein Backbrett. Oh, schaut mal, der Teig ist wunderbar aufgegangen. Und gebe den Teig jetzt auf das Backbrett, auf das bemehlte. Und dann wird der Teig gefaltet und gedehnt. Oder ja, gedehnt und gefaltet. Und zwar rundherum. Und dazu nimmt man einfach nur die Teigenden und zieht sie locker zur Mitte hin, dreht immer das Teigstück und formt somit eine Kugel, und der Teig wird dadurch auch schön luftig. Jetzt bedecke ich den Teig mit einem sauberen Küchentuch und lasse ihn nochmal für circa 10 Minuten ruhen. Jetzt teile ich den Teig in 2 gleich große Portionsstücke, also gleich große Hälften, und drücke den Teig jetzt etwas mit den Fingerspitzen einfach platt drücken. Schaut mal, wie der schöne Blasen wirft. Also der ist sowas von perfekt geworden, der Teig. Ganz, ganz toll. Also einfach mit den Fingerspitzen so ein bisschen platt drücken und ihr seht die Luftblasen da drin. Also perfekt. Jetzt rollt ihr den Teig von der längeren Seite einfach ein bisschen zusammen und drückt nach diesen einigen Zentimetern den Teig immer wieder ein bisschen fest, rollt weiter, wieder etwas festdrücken, einrollen, festdrücken, einrollen, festdrücken, so lange, bis ihr eine längliche Teigrolle vor euch habt. Die Naht, die dadurch entsteht, die knibbelt ihr dann so einfach mit den Fingern so ein bisschen zusammen, damit es auch schön hält. Einfach mit den Fingerspitzen so ein bisschen zusammendrehen. Und den Teig, den formt ihr so ein bisschen spitz. So, der erste Teigling ist fertig, und mit dem zweiten Teigling verfahrt ihr dann genauso. Also mit den Fingerspitzen den Teig etwas platt drücken, und dass er so ein bisschen Blasen werfen kann. Also der Teig wirklich, ich bin begeistert, der ist wirklich perfekt. Und wieder von der längeren Seite einfach etwas aufrollen, festdrücken, weiter aufrollen, wieder festdrücken, bis ihr wieder so eine längliche Teigrolle habt. Die Naht, die drückt ihr dann wieder etwas zusammen, formt die Enden etwas spitz, und schon sind die beiden Teiglinge fertig. Die Teiglinge setze ich jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Ich benutze da gerne ein gelochtes Backblech, da kann die Luft sehr schön zirkulieren. Und schneide jetzt die beiden Teiglinge mit einem scharfen Messer, ich nehme immer ein Tomatenmesser, schneide ich der Länge nach ein und bestreiche dann die Teiglinge mit etwas Wasser. Die Brote bedecke ich jetzt wieder mit einem sauberen Küchentuch und lasse sie nochmals für 20 Minuten gehen. Ja, dieses Brot, das braucht halt eine Menge Gehzeit, aber es schmeckt wirklich fantastisch. Jetzt ist es soweit, das Brot kommt dann in den Backofen, und zwar für 30 Minuten wird es goldgelb ausgebacken. Schaut mal, das ist hervorragend geworden. Ganz, ganz super. Lecker knusprig. Und wer möchte, der kann es jetzt nochmal mit Wasser bestreichen. Das müsst ihr nicht machen, das ist optional, je nach Wunsch.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine schöne Zeit, sage bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.